Noch 11 Monate, bis Avengers Doomsday erscheint, aber während wir alle sehnsüchtig auf den ersten Trailer warten, habe ich die Puzzleteile von Dr. Dooms geheimen Plan für dich schon mal zusammengesetzt. Jedoch nicht nur das. Als ich mich durch die tiefsten Ecken des Internets gewühlt habe, fand ich noch viel mehr. Zum Beispiel, dass Steve Rogers beim Zurückbringen der Infinity-Steine wahrscheinlich gescheitert ist, warum die Fantastic Four zur Erde 616 reisen und wie der Untergang des MCUs ablaufen wird. Hierbei handelt es sich trotzdem nur um Theorien aus Post-Credit-Scenes, Comics, aber auch aus offiziellen Interviews. Natürlich können sich diese Theorien aus dem Video trotzdem bewahrheiten. Damit wir Dr. Dooms Plan verstehen können, müssen wir vor Doomsday ansetzen und uns die Frage stellen, wer Dr. Doom ist, beziehungsweise warum Robert Downey Jr. ihn überhaupt spielt. Denn ich bin mir absolut sicher, dass das nicht nur ein Marketing-Move ist, sondern Dr. Doom tatsächlich eine Art Variante von Tony Stark ist. Aber wahrscheinlich nicht so, wie ihr denkt. Denn die Russos wollen wahrscheinlich nicht, so wie bei anderen Filmen, tote Charaktere mit einem komischen Spruch zurückbringen. Somehow Palpatine returned. Sondern viel epischer und plausibler. Wie könnte jetzt also Tony Stark zu Dr. Doom geworden sein? Es gibt die verrückte Theorie, dass Howard Stark nicht der Vater von Tony Stark ist, oder sagen wir zumindest nicht der leibliche Vater ist. Schauen wir uns nämlich einmal die Szene an, in der Iron Man auf Howard Stark in Endgame trifft, als sie in die Vergangenheit gereist sind. Sie reisen zum 7.4.1970, als Tony seinen Vater fragt, warum er Blumen dabei hat, antwortet er, dass diese für seine Frau sind, die bald ein Kind erwartet. Daraufhin schaut Tony ihn verdutzt an, als würde er das Ganze komisch finden. Denn sein Geburtstag ist erst am 29.05.1970, also erst in 1,5 Monaten. Das Ganze passt also nicht so ganz zusammen. Warum spricht der Vater schon 1,5 Monate vor der Geburt, dass seine Frau in Kürze ein Kind erwartet? Viele glauben, dass das ein starker Hinweis dafür ist, dass Howard nicht Tonys leiblicher Vater ist, sondern ihr leibliches Kind kurz vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben ist und sie daraufhin ein Kind adoptiert haben. Und zwar den Tony Stark, den wir kennen. Dazu aber später mehr, denn das Ganze könnte verknüpft sein mit Steve Rogers Reise zurück in die Vergangenheit, in der er die Infinity Stones zurückbringt. Denn ich bin mir sehr sicher, dass das schiefgegangen ist und er eine Inkursion damit ausgelöst hat. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Gehen wir also mal davon aus, dass Tony Stark also wirklich von den Starks adoptiert wurde, könnte einer seiner Varianten von der Von Doom-Familie adoptiert sein. Tony Stark und Victor Von Doom wären demnach genau die gleiche Person, sind aber nur in verschiedenen Familien aufgewachsen. Für mich wäre das eine der einzigen plausibelsten Möglichkeiten, dass der gleiche Schauspieler zwei unterschiedliche Charaktere spielt, und ich glaube nicht, dass Tony Stark in einem anderen Universum einfach nur die Seite gewechselt hat, weil es aus meiner Sicht etwas zu langweilig wäre. Und dafür spricht auch noch einiges, und nicht nur, dass Dr. Doom ähnliche Talente wie Tony Stark hat, sondern auch, dass Robert Downey Jr. bei dem Reveal, dass er Victor spielt, Folgendes sagt. New mask. Same task. Unterschiedliche Maske, gleiche Aufgabe. Von Dooms Aufgabe ist es nämlich auch, das Universum und später das Multiversum zu retten. Nur mit einem unterschiedlichen Ansatz zu Tony Stark. Demnach glaube ich auch, dass beide Thanos auf eine ähnliche Weise erledigt haben. Das würde nämlich dann auch die Verletzungen von Doom erklären, weshalb er einen Anzug und eine Maske braucht. Sie haben also beide schon das Universum auf die gleiche Art und Weise gerettet, nur dass Tony Stark dabei gestorben ist und Victor Von Doom knapp überlebt hat. Denn schon bei Tony Stark können wir sehen, wie stark er verletzt wurde. Bis jetzt können wir aber immer noch nicht Victor Von Dooms geheimen Plan klären, denn bisher ist ja auch noch nichts passiert, was er planen kann. Wobei, indirekt schon, denn jetzt kommen wir zu Steve Rogers gescheiterten Mission. Durch Timecodes in den bereits veröffentlichten Teasern kommen wir zu einer sehr bestimmten Szene aus Endgame. Hier wird uns nämlich erklärt, dass das Entfernen der Infinity Stones eine Inkursion auslöst, wenn diese nicht zurückgebracht werden. Eine Inkursion ist, sagen wir mal, ein Fehler in einem Zeitstrahl. Dabei gibt es eine Veränderung, die es nicht hätte geben dürfen. Die Folge ist, dass das Universum, in der das passiert, ausgelöscht wird oder in einem anderen Zeitstrahl weiterläuft. Dies erfahren wir sowohl in Endgame als auch in der Serie Loki und in Deadpool 3. Hier wird zusätzlich noch die Rolle des Ankerwesens erklärt. Stirbt ein Ankerwesen in einem Universum, wird dieses Universum ebenfalls ausgelöscht. Durch Interviews von den Rufus können wir vermuten, dass das Ankerwesen von Erde 616, welches das Haupt-MCU ist, Steve Rogers ist. Hier denke ich, könnten also mehrere Sachen passieren. Meine Hauptvermutung ist,
dass er zwar keinen Fehler beim Zurückbringen der Infinity Stones macht, aber dadurch, dass er in der Vergangenheit bleibt, eine Inkursion entsteht, denn er hat den Lauf der Zeit verändert. Zusätzlich, wenn er wirklich ein Ankerwesen sein sollte und nicht in die Gegenwart zurückkehrt, könnte dies natürlich auch eine Inkursion auslösen. Oder er macht halt einen Fehler beim Zurückbringen der Infinity Stones. Ich persönlich vermute aber eher Ersteres. Aber jetzt wird es völlig verrückt und hiermit erklären wir jetzt auch den Übergang, was das mit Dr. Doom zu tun hat. Durch diese Inkursion, die Steve Rogers in der Vergangenheit auslöst, indem er in der Vergangenheit bleibt, könnte er dafür gesorgt haben, dass Iron Man nicht von den Starks adoptiert wird, sondern von den Von Dooms. Das wäre der ultimative Plot-Twist. Steve Rogers ist dafür verantwortlich, dass das Kind nicht zu Tony Stark wird, sondern zu Victor Von Doom. Vielleicht wird er auch nicht zu Victor Von Doom auf dem Zeitstrahl von Erde 616, sondern es splittet sich ein Zeitstrahl ab, der ein neues Universum bildet, und zwar nämlich die Erde 828, in der die Fantastic Four leben. Dazu aber auch später mehr. Und mit der ausgelösten Inkursion entsteht jetzt der geheime Plan von Dr. Doom. Denn er erkennt, dass eine Inkursion stattfindet und diese nicht natürlich sind. Zusätzlich noch, dass diese Inkursionen total fatal sind, denn sie können das komplette Multiverse auslöschen. Es gab ja mittlerweile nicht nur eine Inkursion, sondern etliche in den verschiedenen Filmen. Dr. Doom sucht jetzt im Verborgenen nach einer Lösung für dieses Problem. Eine Lösung, mit der er alle Universen stabilisieren kann. Dabei kommen jetzt die Kinder von Steve Rogers, Thor, aber auch Franklin, das Kind von Sue und Reed ins Spiel. Die Kinder von Steve Rogers und Thor konnten wir ja bereits in den Teasern sehen. Diese drei Kinder haben nämlich eins gemeinsam. Sie haben übernatürliche Fähigkeiten. Bei Franklin hat dies sogar schon Galactus gesehen und wollte seine übernatürliche kosmische Energie benutzen, um seinen Hunger zu stillen und wieder normal groß zu werden. Thors Ziehkind hat ebenfalls übernatürliche Kräfte, wie wir bereits gesehen haben, und vermutlich das Kind von Captain America ebenfalls. Denn er könnte, ähnlich wie Sue und Reed die Kräfte an Franklin weitergegeben haben, ebenfalls die Kräfte an seinen Sohn oder Tochter weitergegeben haben. Vor allem Franklin ist nämlich nach den Comics eines der mächtigsten Wesen des kompletten Marvel-Universums, welcher sogar neue Universen erstellen kann, und genau das möchte sich Dr. Doom zu Nutzen machen. Er möchte diese Kinder sammeln, um eine sogenannte Battleworld zu erstellen. Diese soll das komplette Multiversum stabilisieren. Hört sich doch gut an, oder? Naja. Der Nachteil ist, dass mit dieser Battleworld alle Universen vereint sind und Dr. Doom der Herrscher dieser Welt wird. Natürlich werden die Avengers aber auch feststellen, dass das Multiverse kurz vor der Auslöschung steht und nach einer Lösung suchen. Dabei werden, denke ich, vor allem die Fantastic Four im Vordergrund stehen. Denn nachdem Dr. Doom Franklin mitgenommen hat und auf dem Weg zur Erde 616 ist, um die weiteren Kinder einzufangen, werden sie ihm folgen. Dies würde dann erklären, weshalb sie in der Post-Credit-Scene von Thunderbolts auftauchen. Denn sie folgen Dr. Doom einfach nur zur Erde 616, um Franklin zurückzuholen. Kommen wir aber zurück zu Dr. Doom. Denn vor allem am Anfang wird Dr. Doom, glaube ich, nicht böse sein. Denn böse wird in Doomsday nur ein relativer Begriff sein. Er möchte ja das Multiversum retten. Genauso wie die Avengers. Die Avengers werden dabei aber feststellen, dass das einfacher als gesagt wird und werden wahrscheinlich auf viele moralische Entscheidungen gestellt werden. Ist es in Ordnung, ein anderes Universum zu zerstören, um das eigene zu retten? All solche Fragen werden sie sich stellen müssen und dann wird Dr. Doom in einen Konflikt geraten. Denn er möchte ja alle Universen zu einer einzigen Welt, der Battleworld, vereinen. Und ganz am Ende wird ihm das auch gelingen. Und damit wird Avengers Doomsday enden. Mit einem riesigen Knall, bei dem Dr. Doom mit den Kindern eine neue Welt erstellt und somit den Übergang zu Secret Wars einleitet. Warum wurde aber überhaupt Dr. Doom eingeführt? Denn eigentlich sollte Kang der neue Bösewicht des MCUs werden. Schau dir dafür dieses Video in der Endcard an, doch zeige ich dir zusätzlich alle offiziellen Informationen zu Avengers Doomsday.